Hart, brutal und unmenschlich ist die besondere Art von Grenzen, welche die Kommunisten, wenn sie die Staatsgewalt in Händen haben, ihren eigenen Leuten vor die Nase setzen. Stacheldraht, Minen, Wachtürme, Mauern und Maschinenpistolen. Alles deutliche Symptome der Gewalt. Das war der erste Eindruck, den ich empfing, als ich vom Westen nach dem Osten kam. Ich weiß nicht, ob so scharf bewaffnete Grenzstreifen mit einem so eindeutigen Schießbefehl ein gutes Argument für Sozialismus und Demokratie sind. Ich glaube nicht. Neues Deutschland steht auf der Visitenkarte der Deutschen Demokratischen Republik, die mir unter anderem auch beim S-Bahnhof Friedrichstraße entgegenleuchtete. Aber mit dem alten, von guten Traditionen begleiteten Deutschland hat dieses Stück Boden, das ich mit der Kamera besuchte, wohl nichts mehr zu tun. Am Brandenburger Tor weht die rote Fahne. Eine Sperrzone hindert die Menschen am Weitergehen. Einige Meter weiter vorne wird scharf geschossen. Geschossen auf Arbeiter, Bauern und Intellektuelle, die diesen Staat der Arbeiter, Bauern und Intellektuellen verlassen wollen. Aus Sicherheitsgründen baute man an den Brücken der Spree Sichtblenden nach dem Westen. So wurde es mir von einem Polizisten erklärt, der wie zufällig an der Blende patrouillierte und aufpasste, dass niemand diesen demokratischen Scheuklappen zu nahe kam. Ein Polizist in der Friedrichstraße, er wollte höflich gebeten werden und ließ sich meinen Pass zeigen, gab mir eine ähnliche Begründung für die versperrten U-Bahnhöfe, die ein Charakteristikum für den Ostberliner Bezirk Stadtmitte sind. Was zur Verwunderung Anlass gibt, ist die Tatsache, dass es den Verantwortlichen für die politische Propaganda in der Zone nicht auffällt, wie unsinnig und unlogisch ihre Spruchbänder, ihre Plakate für die Volkspolizei, ihre Propagandaschauen, wie zum Beispiel hier eine Schau, die den 13. August des Jahres 1961 verherrlicht, sind. Ein neutraler Beobachter muss den Eindruck haben, dass im Osten zurzeit eine regelrechte Hysterie an politischen Parolen ausgebrochen ist. Ein Ostberliner gab mir dafür eine Erklärung und er sagte, je mehr die Funktionäre der Zone Angst vor der Wahrheit haben, desto mehr Parolen erfinden sie. Mit Hilfe von Schießständen will man die Jugend zu strammen Verteidigern des kommunistischen Systems machen. Die Berliner Zeitung zum Beispiel veranstaltete einen Kinderzeichenwettbewerb und der fiel mir auf. Während man im Westen bei Kinderzeichnungen die fortschreitende Technisierung unseres Zeitalters feststellen kann, marschieren im Osten die kleinen Buben und Mädel hinter der blauen Fahne der jungen Pioniere. Ihr Denken geht um Flaggenparaden und Uniformen. Das war dufte, meinte die Berliner Zeitung zu dem Ergebnis dieses Wettbewerbs. Ich fand das Resultat eher traurig und beschämend. Aber Parteilinie muss Parteilinie bleiben. Das macht sich besonders deutlich in der einheitlich ausgerichteten Presse der Zone. Nirgends findet man ein Buch und nirgends findet man eine Zeitung aus Westdeutschland oder aus Westeuropa. Guckkasten ist im Augenblick große Mode. Dafür ist der Mangel an Lebensmitteln offensichtlich. Die Milchgeschäfte haben leere Auslagen und auch der Zigarettenautomat könnte eine neue Auffüllung brauchen. Aber wo das Essen und der Wohlstand fehlt, soll exakte politische Haltung das Fehlende ersetzen. Zu diesem Eindruck kommt man, wenn plötzlich ein Buchladen mit marxistischer Literatur vollgestopft ist. Vor solchen Schaufenstern bleibt niemand stehen. Anders bei einem Stoffgeschäft. Ein neues Kontingent ist eingetroffen und im Nu sammeln sich die Menschen. Diese Tatsachen sollen den Propagandisten der Zone zu denken geben. Die Menschen, die hier leben, kümmern sich nicht um ihre Phrasen. Der Kampf um das tägliche Brot ist ihnen wichtiger. Und dieser Kampf zeichnet auch die Gesichter dieser Menschen. Ein großer Teil der Jugend richtet sich zum Beispiel in seiner Kleidung bereits nach dem Westen aus. Mädchen in Uniform sind nicht sehr gefragt. Und wenn auch die Kinder der Funktionäre im Gleichschritt marschieren,
so geht ein großer Teil der Jugend seinen eigenen Weg. Die Verstaatlichung ist schuld. Selbst dieser kleine Eiskiosk musste daran glauben. Dass wir immer so weit hinter dem Westen herhinken, sagten mir Arbeiter und Angestellte, die ich auf meiner Fahrt sprach. Trotz jahrelanger Uniformierung der öffentlichen Meinung haben die Menschen hier in der Zone immer noch ihr eigenes Urteil. Das Experiment der Verstaatlichung des Einzelwesens ist nur bei wenigen gelungen. Und diese wenigen werden auf großen Transparenten zur Schau gestellt. Es sind die Aktivisten, die sozialistischen Supermenschen, die Typen, die nicht sehr beliebt sind. Uniformiert sind ihre Gesichter, ihre Gedanken und ihre Handlungen. Sie sind ebenso uniformiert und kalt wie das äußere Bild der Karl-Marx-Allee in Ost-Berlin, welche früher einmal Stalin-Allee hieß, die ein typisches Beispiel ist für die Architektur einer sogenannten sozialistischen Großstadt. Turmbauten und endlose Häuserfronten, die nichts mehr Privates, Wohnliches und Intimes an sich haben. Wer Gemütlichkeit sucht, sucht vergebens. Es sind die gleichen Wohntypen, wie ich sie in Moskau, Warschau und Bukarest sah. Die gleiche Höhe, die gleiche Anlage, die gleichen Namen, die gleichen Transparente. Und auch die Bewohner dieser Häuser sind, wie die Häuser selbst, die Erfüllung eines staatlichen Solls. Nichts Privates gibt es mehr. Verstaatlichung ist die große Parole. Das einheitliche Gesicht der Bauten schimmert sich wieder in dem einheitlichen Gesicht ihrer Bewohner. Tagsüber sind die Fenster und Türen geschlossen. Nur abends, in der Freizeit, sieht man Menschen. Ja, selbst die Taxen sind zum Teil verstaatlicht. Und auf meine Frage, woran man denn eine private Taxe erkennen kann, sagte mir ein Chauffeur mit vielsagenden Lächeln: am Chrom und Lack.